Lieber Christian, sorry, ich musste super dringend weg. Kuss, bis später. Deine Nico. Ich liebe dich auch. Leonard. Entschuldige, ich bin schon wieder eingeschlafen. Macht nichts. Lieb von dir, dass du trotzdem gewartet hast. Langweilig war es jedenfalls nicht. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du im Schlaf sprichst? Ich? Was habe ich denn gesagt? Vielleicht habe ich auch irgendwas geträumt. Sarah, was ist denn? Dein Traum war schon etwas merkwürdig. Du hast meine Hand gehalten und dabei Leonards Namen geflüstert. Was habe ich? Du hast dich in ihn verliebt, oder? Gleichgültig, was du noch aus der Vergangenheit hervorzerrst. Dieser Vorwurf ist absurd. Das ist weder absurd noch ein Vorwurf. Das ist einfach eine Tatsache. Francesca hat nicht dich geliebt, sondern dein Geld. Adrian, ich dachte wirklich, dass du ein besserer Verlierer bist. Wer sagt denn, dass ich verloren habe? Man trifft sich immer zweimal im Leben, nicht wahr? Francesca lebt nicht mehr. Natürlich könnte ich einfach vergessen, was damals war, aber man gönnt sich doch gerne ein bisschen Spaß im Leben, nicht wahr? Damals hattest du deinen Spaß. Du wolltest mit allen Mitteln verhindern, dass ich mir eine Existenz aufbaue. Den Kredit für meine erste Firma. Den habe ich dir aus gutem Grund nicht gewährt. Ja, um mich vor Francesca bloßzustellen. Der arme Schlucker, der nichts zu bieten hat. Nein. Ich wollte nicht der Geburtshelfer für deine kriminelle Karriere sein. Jeder wusste doch, in welche Art von Geschäften du investieren wolltest. Manchmal frage ich mich wirklich, wie du es geschafft hast, deine Holding nicht binnen weniger Jahre in den Konkurs zu reiten. Du bist ja immer noch genauso spießig und fantasielos wie früher. Und du bist immer noch ein Blender. Ein Parvenu. Ohne Stil, Anstand, geschweige denn Moral. Aber Gott sei Dank kommt man damit nicht weit. Auch nicht in Maßanzügen. Nico. Hey, du bist ja noch da. Was ist denn los? Nico ist einfach abgehauen. Ziel unbekannt. Oder habe ich irgendwas überlesen? Wie, und sie hat dir nichts gesagt? Ich habe Nico auf der Straße getroffen. Sie war auf dem Weg zu einer Fotoausstellung. Zu einer Ausstellung? Sie ist doch krankgeschrieben. Hey, wie lange seid ihr schon zusammen? Da braucht doch bloß irgend so ein Fotografengott seine Bilder ausstellen und Nico? Nico ist nicht mehr zu halten. Danke, dass du mich aufklärst. Und ich renn extra in die Videothek, tausche die Filme um und sie haut einfach ab. So, ein bisschen Lesespaß, meine kranken Hühner. Ich habe anzubieten süße Traumboys, so kriegst du sie rum. Dann ein Frauenratgeber mit Psychotest. Wie bleibe ich für meinen Mann geheimnisvoll? Den nehme ich. Vielleicht verstehe ich dann, warum Nico mich verarscht. Ich hatte 40 Grad Fieber, da redet man schon mal Schwachsinn. Oder man sagt gerade die Wahrheit. Das tun aber nur Betrunkene. Und Kinder.
Ihr wart doch nach der Lernerei bestimmt noch unten im Klo als Cocktails kippen, oder? Sarah, hör auf. Jetzt kapiere ich auch, warum er noch hier war. Wenn er bei dir übernachtet hat, Jana, das hättest du mir doch sagen können. Er hat sich nur als Arzt um mich gekümmert, weil es mir wirklich nicht gut ging. Das ist der einzige Grund. Der Laserservice ist da. Ich fände das gar nicht so abwegig. Leonhard ist ein cooler Typ, sieht gut aus. Warum solltest du dich nicht in ihn verlieben? Du hast dich in Leonhard verliebt? Nein. Hätte mich auch schwer gewundert. Der Typ, der Jana knackt? Sorry, aber bestimmt nicht unser Dog. Siehst du? Andi hält das auch für Quatsch. Der kennt mich schließlich schon ewig. Was wird denn hier gefeiert? Der spektakuläre Abgang eines alten Freundes? Ach, der Graf ist mir gerade im Parkhaus entgegengekommen. Ziemlich rasant im Übrigen. Er hat es wohl sehr eilig gehabt, von hier wegzukommen. Er war tatsächlich hier. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, und was wollte er? Über alte Zeiten plaudern. Das ist mir schon klar. Geht's auch ein bisschen genauer? Sagen wir mal so. Es gefällt ihm wohl nicht, dass ich ihn besser kenne, als er das gerne möchte. Jedenfalls hat mir sein Besuch gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Natürlich. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Holding am Boden ist. Und Johannes am Ende. Ach, wann fängt die DVD endlich an zu springen? Die Story hält doch kein Mensch aus. Jetzt kommt bestimmt die obligatorische Verfolgungsszene. Dann metzeln die sich gegenseitig ab. Und du gehst am besten, wenn du den Film so ätzend findest. Du könntest mich natürlich auch bestechen, hier zu bleiben. Na los, rück schon die Schweinereien raus, die du eingekauft hast. Ja, genau. Die helfen bestimmt auch gegen eine Grippe. Die habe ich längst in der Küche eingebunkert. Chips, Schokolade, Cola. Alles. Dass Sarah sich so einen Service entgehen lässt, ist doch besser als Kino. Naja, wahrscheinlich wusste sie, was für einen Schrottfilm sie erwartet und ist deshalb abgehauen. Schön wär's. Sie hat mitgekriegt, dass ich mich in Leonhard verliebt habe. Hast du sie endlich gesagt? Nicht direkt. Im Schlaf. Ich habe dabei sogar ihre Hand gehalten. Hey, das ist überhaupt nicht witzig. Ja, aber ist doch besser. Dann kannst du jetzt endlich ehrlich zu ihr sein. Ich habe Leonhard versprochen, dass sie es nicht erfährt. Und daran muss ich mich halten. Wenn ihr die DVD eh grottig findet, dann tausche ich sie am besten gleich um. Nico hat sowieso keinen Bock drauf. Echt eine miese Nummer, dass sie einfach abgehauen ist. Aber warum? Sie ist doch nicht auf die Vernissage, um Christian eins reinzuwürgen. Warum denn sonst? Sie hat die einmalige Chance, einen angesagten Fotografen kennenzulernen. Sowas kann sie sich doch nicht entgehen lassen. Oder hast du dafür kein Verständnis? Mann, das ist doch echt der Hammer. Und diese ganzen verschiedenen Perspektiven. Also ich glaube, bis wir sowas drauf haben, das dauert noch Jahrzehnte. Bis die Benjis ihr nächstes Konzert in Düsseldorf geben auch. Ja, aber was ist schon so ein blödes Konzert gegen eine Ausstellungseröffnung von Arne Burger? Eine Riesenparty? Also das Konzert, das kannst du dir wirklich auf CD kaufen. Aber Arne Burger live zu sehen, das ist... Also ich habe jede Menge Fragen an ihn. Und den Ausstellungskatalog, den muss ich mir auch noch besorgen zum Signieren. Soll ich dir einen mitbringen? Nee. Sag mal, du hast es echt immer noch nicht kapiert, oder? Arne Burger ist Weltklasse. Von dem können wir wirklich was lernen. Das sieht ja lecker aus. Ich glaube, ich lasse das Training. Auf keinen Fall ausfallen. Aber ihr lasst mir was übrig. Wie? Nach dem Sport?
Da gibt's überhaupt nichts zu essen. Ich bin Sportlehrerin, schon vergessen. Ihr beide seid echt so süß. Und wir nerven dich nicht? Okay, Pauls Ordnungssinn im Bad ist vielleicht etwas steigerungsfähig, aber ansonsten... Versuch doch mal wenigstens einen Moment lang nicht über Jana nachzudenken. Hm? Es war so offensichtlich und trotzdem streitet sie alles ab. Selbst wenn. Jana ist dir keinerlei Rechenschaft schuldig. Natürlich nicht. Trotzdem... Du hast recht. Es geht mich wirklich nichts an. Aber? Die Vorstellung, dass Leonhard mit einer guten Freundin von mir zusammenkommen könnte... Lässt dir keine Ruhe. Obwohl ich ihm gesagt habe, ich will es gar nicht wissen. Vielleicht weiß er es selbst nicht. Ja, vielleicht hat Leonhard gar keine Ahnung, dass sich Jana in ihn verliebt hat. Was meinst du, soll ich ihn auf meinem Lieblingsfoto signieren lassen oder eher vorne auf dem Katalog? Ich komme mir echt schon vor wie so ein bescheuerter Groupie. Da ist er. Und wer ist das? Burgers Assistent? Nein, das ist mein Freund. Hey, cool, dass du kommst. Und genau richtig, das da ist Arne Burger. Na super. Wenigstens einer, auf den du dich freust. Tut mir leid, die Einladung kam so kurzfristig. Ich konnte nicht warten, bis du aus der Videothek zurück bist. Aber das hättest du doch auf den Zettel schreiben können. Habe ich das nicht? Nee. Tut mir leid, das habe ich in der Hektik einfach vergessen. Aber hier, guck dir das an. Ja, gar nicht schlecht, was da drauf hat. Gar nicht schlecht, das ist der absolute Wahnsinn. Ach, jetzt verstehe ich. Gegen deinen Lieblingsfotografen, da kann natürlich keine DVD mithalten. Mein zweitliebster Fotograf, nach Henry Küster. Wer? Meine Oma. Egal, komm. Stopp. Ich freue mich total, dass du noch gekommen bist. Sonst will ich dir auch eine fette Szene machen. Hallo Johannes. Hallo Natalie. Soll ich dir auch einen Tee bringen lassen? Nein, danke. Ach, das wäre vielleicht doch ganz nett. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Sag mal, wo ist Ansgar eigentlich? Danke, Inga. Oben. Wir versuchen gerade unsere erste voreheliche Prüfung zu bestehen. Die Gästeliste für die Hochzeit. Das wird bestimmt ein wunderbares Fest. Ja, vor allem ein perfektes. Wenn ich nicht den ersten Ehestreit riskieren will. Mein Gott, ihr habt doch schon ganz andere Schwierigkeiten gemeistert. Ja, das ist allerdings wahr. Und trotzdem bist du sicher, dass es der Richtige ist? Natürlich. Und warum? Ich bitte dich, Johannes. Warum heirate ich Ansgar wohl? Weil ich ihn liebe und er mich hoffentlich auch. Oh, dessen bin ich mir sicher. Und dann wird auch die Gästeliste kein Problem. Woran denkst du gerade? An meine eigene Hochzeit mit Francesca. Ich war damals der glücklichste Mann auf der Welt. Und Francesca sicherlich die glücklichste Frau. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, ich komme nie an den ran. Das glaube ich auch nicht. Dabei muss er unbedingt meinen Katalog signieren. Und ich könnte ihm gleichzeitig ein paar Fragen stellen. Entschuldigung, Herr Burger. Vitamine für meine angeschlagene Freundin. Nicht jetzt. Oh, Scheiße! Nee, O-Saft. Oh Mann, das war die Gelegenheit für mich, an ihn ranzukommen. Das kann ich doch nicht riechen. Ja, aber er stand direkt vor mir und dann... Und dann bringt dir dein Freund auch noch O-Saft. So war das jetzt auch nicht gemeint. Wie dann? Dass sie erst gar nicht hätte kommen brauchen, oder was? Die kann man es echt nicht recht machen. Aber das brauche ich auch nicht mehr. Nein, Doktor, ich sag's doch, das ist komisch. Das zieht von hier oben rauf in die Schulter. Ich versteh's nicht.
Also nach einem Tennisarm klingt das eher nicht, aber wenn du willst, kann ich dich bei uns im Krankenhaus gern an die Orthopädie weiterleiten. Was soll ich denn bei den Knochenbrechern? Die freuen sich über jedes neue Versuchskaninchen mit Tablettarm. Verzichte, es geht schon besser. Und bei solchen Gästen, also bitte. Der schönste Platz ist immer noch an der Theke. Das ist doch auch blöd. Wir können wenigstens kurz Hallo sagen. Ich mache 3 Wochen lang freiwillig den Küchendienst, wenn es bei einem Hallo bleibt. Dann kauft ihr schon mal gute Handcreme gegen die Spülhände. Hallo. Hi Sarah. Hi. Hallo Anne. Darf ich euch einladen? Warum nicht? Eine Cola bitte. Ja, für mich den Beaujolais, du weißt schon. Avec plaisir. Und, wie war dein Tag? Im Krankenhaus? Puh, Stress pur. Schließlich fehlt ja auch deine beste Schwesternschülerin. Ja, auch. Warst du noch mal bei Jana? Nein. Ich dachte nur, naja, ist ja kein Wunder, dass sie krank geworden ist. Du weißt ja, in letzter Zeit ist sie so angespannt und gestresst. Aber doch auch nicht mehr als sonst, oder? Findest du nicht, dass es schlimmer geworden ist? Ach Quatsch, sie hat vielleicht ein bisschen viel für ihre Klausuren gelernt, aber nein. Ja, ich kümmere mich dann mal um die Getränke. Du kannst es echt nicht lassen, was? Okay, okay. In Zukunft halte ich mich zurück. Wahrscheinlich rede ich mir wirklich noch was ein. Er droht, er spielt sich auf, da steckt nichts dahinter. So war er schon immer. Ein kleiner Emporkömmling, der mit seinem Geld protzt. Gott sei Dank kann er der Holding nichts anhaben. Ansgar, Natalie. Kommt er mit der Gästeliste nicht weiter? Doch. Ich habe gerade einen Anruf von unserem Privatermittler bekommen. Grages hat etwas herausgefunden. Ja, wie es scheint, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, komm, lass die Spielchen. Also schön, die schlechte zuerst. Du erinnerst dich doch noch an Hennecke-Stil, ja? Ja, sicher. Ein chinesischer Konzern hat die Firma aufgekauft und kurz darauf Konkurs angemeldet. Das hat damals Tausende von Arbeitsplätzen gekostet. Ja, dann rate mal, wer dahinter steckte. Degenhardt. Richtig. Degenhardt geht über Leichen und ist verdammt gefährlich, aber auf eine gewisse Art ist das auch eine gute Nachricht, Vater. Wir wissen jetzt endlich, mit wem wir es zu tun haben. So, eine Runde Hefebrause für den Kindertisch. Danke. Wo habt ihr eigentlich Nico gelassen? Die ist bei Anne Burger. Anne Burger? Was ist das, eine neue Fastfood-Kette? Kenn ich ja gar nicht. Ein Künstler. Oh, bei den Künstlern musst du aufpassen, ne? Freie Liebe. Danke und tschüss. Hey, jetzt reg dich nicht mehr so auf. Du hättest mal hören sollen, wie sie mich angemacht hat. Nico in Hochform, die kenne ich noch zu gut. Erst lässt sie mich mit den DVDs antanzen, dann haut sie einfach ab und zum Dank pöbelt sie mich auf der Ausstellung noch an. Ich mache mich hier zum Volldeppen. Wenn du dir das weiter so gefallen lässt. Sag ihr, dass es so nicht geht. Sonst behandelt sie dich bald wie ihr Schlosspersonal. Ja, wir wünschen Ihnen trotzdem alles Gute für die Zukunft. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist unfassbar. Wenn man bedenkt, dass er bis vor wenigen Jahren noch Marktführer war. Degenhardt hat ihn platt gemacht. Ganz einfach. Wenigstens ist jetzt klar, warum er sich hier aufhält. Vermutlich hat er als nächstes die Holding im Visier. Vermutlich? Garantiert. Vater, wir müssen etwas gegen diesen Mann unternehmen. Dem ist alles zuzutrauen. Immer mit der Ruhe. Ja, was ist? Willst du warten, bis er die Mehrheit an der Holding hat? Nein. Im Moment versucht er uns zu provozieren. Dass wir unüberlegt handeln, Fehler machen. Ja, und genau deswegen müssen wir diesen Mann fertig machen. Und zwar mit allen Mitteln. Nein, mein Junge. Wir müssen vor allem einen kühlen Kopf bewahren. Und mit Bedacht vorgehen. Überanstreng dich nicht wieder. Ich will nur kurz meinen Freund besuchen. Eben. Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung. Du bist sowieso unverbesserlich. Ja, genau. Also, tschüss.
Hallo, Nico. Hallo. Hi. Na, wie geht's dir? Wie soll's mir schon gehen? Andi bringt mir Zeitschriften, du besuchst mich. Leonhard auch? Sarah. Dass ich gestern im Schlaf seinen Namen gesagt habe, das hat nichts zu bedeuten. Wirklich nicht. Ich glaub dir ja. Es war nur... Diese Medikamente haben mich völlig ausgenockt. Es tut mir leid. Ich wollte dir nichts unterstellen. Außerdem, auch wenn du dich in ihn verliebt hättest, es ist deine Sache. Ich würde mich freuen, wenn mein Bruder eine so tolle Freundin hätte. Es ist aber nicht so. Andi? Super. Ich habe gedacht, die Waschmaschine hätte die gefressen. Das sind deine Fußballsocken, die brauchst du gleich. Ja, genau. Deswegen gib die mal her, sonst frisst dein Hund die noch auf. Hier, den ganzen Süßkram nehme ich mit. Hat sowieso Christian besorgt. Wie war's denn auf der Fotoausstellung? Ganz cool eigentlich, aber leider habe ich den Fotografen verpasst. Wie schade. Ja, ist irgendwie ziemlich blöd gelaufen. Und dann habe ich Christian auch noch so doof angeranzt. Möchte er etwa sowas wie Einsicht? Wieso? Ach, das war eine ziemlich blöde Sache. Deshalb will ich jetzt auch zu ihm mich entschuldigen. Hi! Hi. Mensch, das war jetzt aber Gedankenübertragung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn los? Und bist Shuttler? Von mir aus gerne. Ich hol nur eben den Fußball. Dann mach hinne. Was soll das denn jetzt? Wonach sieht's denn aus? Die beiden gehen kicken. Ja, aber... Verstehe. Christian hätte sich erst eine Genehmigung bei dir holen müssen, was? Mein Vater kommt mir manchmal vor wie ein alter 68er. Love, Peace und Lichterketten. Es muss alles ausdiskutiert werden. Er kennt Degenhardt von früher und weiß schon, was er tut. Ja, genau, das glaube ich eben nicht. Na toll, da kommt er wie gerufen. Ansgar, bitte. Guten Tag, Graf Lahnstein. Hallo. Ich muss schon sagen, die Ähnlichkeit mit Ihrem Vater... ist in vielen Punkten geringer, als ihn lieb sein dürfte. Wie darf ich das denn verstehen? Ihre Drohungen beeindrucken mich nicht im Geringsten. Ja, aber ich drohe Ihnen doch gar nicht. Sie haben mich schon verstanden, Degenhardt. Wenn Sie meine Familie und unsere Firma nicht in Ruhe lassen, werden mir ein bisschen nachhelfen. Da lehnen Sie sich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Oder glauben Sie, dass Ihr Vater mit seinen moralischen Ansprüchen hinter Ihnen steht? Wer spricht denn von meinem Vater? Zuerst einmal müssten Sie doch an mir vorbei. Ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich zurück. Sonst wird's verdammt ungemütlich für Sie. Du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Wieso nicht? Ja, ich bin krankgeschrieben und wir könnten jetzt die DVDs angucken. Die habe ich längst zurückgebracht. Ja, dann legen wir uns eben ins Bett und essen ganz viele Süßigkeiten. Raffst du es nicht? Er hat keinen Bock. Coco, kommst du gleich nach? Ja. Was? Du bist mit denen verabredet und was ist mit mir? Tja, wie kommt das denn? Denk doch mal darüber nach. Vielleicht geht ja Nico so lange mit dir Gassi. Kannst du mir jetzt bitte sagen, was hier los ist? Du hast Christian doch eingeredet, dass er mich ignorieren soll. Spinnst du? Ist das jetzt wieder ein blöder Versuch, unsere Beziehung kaputt zu machen? Das schaffst du ganz alleine, so mies, wie du ihn behandelst. Er hat doch längst die Schnauze voll von dir.